Stellen Sie sich vor, ein ganz normaler Donnerstagmorgen. Sie trinken gerade Ihren Kaffee. Es klingelt an der Tür. Doch nicht der Postbote bringt die vertrauten gelben Briefe. Es ist ein Beamter im dunkelblauen Mantel mit der Aufschrift Ordnungsamt, der ein Tablet in der Hand hält. Wissen Sie, was er sagt? Gegen Sie wurde ein Verwaltungsverfahren eingeleitet wegen 50 Dosen Konserven in Ihrer Speisekammer und 2 harmlosen Benzinkanistern in Ihrer Garage. Das ist keine Science-Fiction. Das ist die neue Realität in Deutschland im Jahr 2026. Die neue Brandschutzverordnung und das aktualisierte Katastrophenschutzgesetz, die im letzten Quartal 2025 und Anfang 2026 in Kraft traten, haben die Grenze zwischen Vorsorge und Kriminalität praktisch verwischt. Hier liegt das tragikomische Paradoxon. Einerseits verteilt das Bundesamt für Katastrophenhilfe, BBK, Broschüren mit der Aufforderung, sich für mindestens 10 Tage mit Wasser und Lebensmitteln einzudecken. Andererseits errichten Kommunen und Landesgesetze bürokratische Hürden, die dies unmöglich machen. So wird es in anderen Medien dargestellt. Ich formuliere es nicht so. Warum schüren andere Medien also nur Angst? Weil Lösungen schwierig sind. Sie erfordern Recherche, während sie mit Aussagen wie „Es ist verboten, wir sind erledigt, es wird konfisziert“ Zuschauer gewinnen wollen, sage ich Ihnen als pensionierter Polizeikommissar. Jede verschlossene Tür hat einen Dietrich, jede Mauer des Gesetzes einen Riss. Heute erkläre ich Ihnen, wie Sie in Deutschland im Jahr 2026 vollständig vorbereitet sein können, ohne im System zu ertrinken, ohne gegen Gesetze zu verstoßen, sondern indem Sie die Gesetze wie ein Schachmeister umspielen. Wenn Sie bereit sind, beginnt jetzt die Grauzonenoperation, die meine Konkurrenten lieber verschweigen und die in den verstaubten Aktenregalen schlummert. Willkommen, ich bin der Kommissar. Unser erster Halt, Garagen und Keller. Es heißt ja so schön, mehr als 20 Liter Benzin in der Garage sind verboten. Stimmt, die meisten Bundesländer legen das ausdrücklich in ihrer Garagenverordnung fest. Aber es gibt da ein technisches und rechtliches Detail, das Ihnen niemand verrät. Benzin ist der schlechteste Kraftstoff für Generatoren. Warum? Erstens ist Benzin als Gefahrenklasse AI sehr hochentzündlich eingestuft. Die aktuellen Brandschutzbestimmungen ab 2026 lassen diese Kraftstoffklasse nicht mehr zu. Zweitens verliert Benzin schnell an Oktanzahl. Aber jetzt kommt die eigentliche Bombe. Die ab 2026 geltenden technischen Regeln für die Lagerung gefährlicher Stoffe, TRGS 510, stufen Diesel nicht als so aggressiv wie Benzin ein. Wer in seiner Garage Diesel statt Benzin lagert, darf in vielen Bundesländern bis zu 200 Liter einlagern. Wo sind schon 20 Liter und wo sind 200? Das bedeutet, einen Generator 8 Tage lang ununterbrochen laufen zu lassen, nicht nur 15 Stunden. Man denke nur an die deutsche Energiekrise. Was passiert angesichts der langen Schlangen an den Tankstellen mit den tausenden Litern Heizöl in Kellern? Meine Gegner rufen, Heizöl zu benutzen ist Steuerhinterziehung. Ja, das stimmt, wenn man es im Normalfall im Auto tankt. Doch lesen Sie das aktualisierte Energiesteuergesetz und die Notstandsklauseln genau. Im Katastrophenfall kann die Nutzung von Heizöl in einem Generator zum Heizen oder zur Deckung des Grundbedarfs als technische Notwendigkeit gelten. Hier die Taktik des Prüfers. Wählen Sie beim Kauf Ihres Generators immer Diesel oder Mehrstoff, HVO 100 kompatibel. Und der wichtigste Tipp, bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Rechnung des Generators in einem Ordner direkt neben dem Gerät auf. Im Falle einer Kontrolle können Sie dem Beamten sagen, dieses Gerät funktioniert technisch gesehen nur mit diesem Kraftstofftyp HVO 100-Diesel und meine Speicherkapazität entspricht der TRGS 510 Verordnung. Sobald der Beamte diesen Ordner sieht, erkennt er, dass er es mit einem rechtlich versierten Experten und nicht mit einem unwissenden Hamsterer zu tun hat und wird die Kontrolle lockern. Aber es hört nicht nur beim Generator auf, meine Freunde. Sie kennen ja die Winter 2026, die sind kein Zuckerschlecken. Zu versuchen, das ganze Haus mit einem Generator zu heizen, ist, als würde man versuchen, das Meer mit einem Löffel auszuschöpfen. Es ist ineffizient und verschleißt den Generator. Viele von Ihnen haben diese bekannten japanischen Petroleumöfen im Keller oder auf dem Balkon. Aber Vorsicht, die Brandschutzbestimmungen von 2026 begrenzen die Menge an Petroleum, die Sie in Innenräumen lagern dürfen.
In den meisten Bundesstaaten liegt diese Grenze bei 20 Litern. Was macht der zuständige Beamte also? Er installiert einen zertifizierten Kohlenmonoxidmelder und einen Feuerlöscher direkt neben ihrem Ofen. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern bietet auch rechtlichen Schutz. Wenn der Beamte durch die Tür schaut und diese professionell installierten Sicherheitsvorkehrungen sieht, wird er nicht die Mehlsäcke in ihrer Speisekammer zählen. Er wird denken, dieser Mann ist ein verantwortungsbewusster Bürger, der weiß, was er tut, und die Sache abhaken. Professionalität ist die beste Tarnung. Und dann ist da noch das Thema Balkonkraftwerke. Ich sehe 2026 auf jedem Balkon Solarpaneele. Aber Vorsicht, netzgebundene Systeme schalten sich im Notfall, zum Beispiel bei einem Stromausfall, automatisch ab. Meine Konkurrenten erwähnen das nicht. Wer wirklich energieunabhängig sein will, sollte sein System auf Inselanlage umrüsten und es der Gemeinde als Notstromversorgung melden. So kann ihnen niemand legal den kostenlosen Strom wegnehmen, solange die Sonne hoch am Himmel steht. Nun zum bekannten Thema Funkgeräte. Alle reden von Baofeng. Meine Konkurrenten sagen, im Notfall schaut dich keiner an, drück einfach den Knopf und sprich. Aber das ist nicht nur Unwissenheit, sondern ein gefährliches Unterfangen. Warum? Im Deutschland des Jahres 2026 ist die Bundesnetzagentur nicht mehr nur mit den bekannten weißen Messgeräten unterwegs. Fest installierte Ortungssysteme an strategischen Punkten in den Städten können ihren Standort zentimetergenau bestimmen, sobald sie ein nicht lizenziertes Signal erfassen. Der PTT-Knopf, den Sie vor einer Krise nur zum Testen gedrückt haben, könnte Ihnen Tausende von Euro an Bußgeldbescheiden einbringen. Ja, eine Lizenz der Klasse N zu erwerben ist logisch. Man zahlt 80 bis 100 Euro und erhält Rechtsschutz. Doch in einer Krise macht einen das eigene Signal angreifbar. Was unternimmt der Kommissar also? Ich verlasse das Funkgeschäft und tauche in die Welt von Meshtastic und LoRa ein. Ich mache weiter. Hör mal, mein Junge, dieses kleine Gerät hier, das 30 bis 40 Euro kostet, ist die wahre Verteidigungslinie für 2026. Warum erklären meine Konkurrenten das nicht? Weil es technisches Wissen erfordert. LoRa-Module senden verschlüsselte Textpakete, keinen Ton. Das Signal ist nahezu unmöglich abzufangen, da es mit sehr geringer Leistung arbeitet. Es arbeitet im 868 MHz Band. Diese Frequenz ist in Europa frei. Niemand kann Sie fragen, warum senden Sie ein Signal? Bauen Sie Ihr eigenes Netzwerk auf. Sie verbinden sich per Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Kein Internet, keine Basisstation. Jeder Meshtastic-Knoten in der Stadt leitet Ihre Nachricht an den nächsten weiter. Sie bauen Ihr eigenes Kommissar-Netzwerk in Ihrer Nachbarschaft auf. Niemand kann Sie abhören, niemand kann Ihren Standort ermitteln. Rufen Sie Ihren Standort nicht lautstark über Funk durch, sondern flüstern Sie wie ein digitaler Geist. Nun zu den Wintervorräten, Konserven, Mehlsäcken. Angst machte sich breit. Der Staat wird sie beschlagnahmen. Ja, auf dem Papier gibt es ein Monstrum namens Wirtschaftssicherungsgesetz. Der Staat hat die Befugnis, im Namen des öffentlichen Interesses bei tatsächlichem Mangel Vorräte zu beschlagnahmen. Aber denken Sie daran, das deutsche Recht betrachtet Eigentumsrechte als unantastbar, aber es besteht ein großer Unterschied zwischen persönlichem Eigentum und Handelswaren. Wenn Sie 300 Kilo Mehl in Ihrer Speisekammer haben und eine ganz normale Privatperson sind, könnte der Beamte vor Ihrer Tür das in einer Krise als Hamstern einstufen. Hamstern. Aber jetzt gut zuhören. Ich verrate Ihnen den strategischen Schachzug, der meinen Konkurrenten schlaflose Nächte bereiten wird. Den Kleingewerbeschutz. Was kostet es im Jahr 2026, ein Kleingewerbe unter dem Namen Beratung für Lebensmittelsicherheit und Zubereitung zu gründen? 20 Euro Gebühren und etwas Buchhaltung. Und was haben Sie davon? Die 300 Kilo Mehl sind nicht länger gehortet, sondern gehören zu Ihrem Betriebsvorrat. Der Schutz von Gewerbebetrieben ist im deutschen Grundgesetz deutlich strenger geregelt. Der Staat kann zwar von einer Privatperson verlangen, geben Sie mir das Mehl. Aber um den Verkaufsbestand oder die Ausstellungsstücke eines Unternehmens zu beschlagnahmen, sind Entschädigung, amtliche Benachrichtigung und monatelange Verfahren erforderlich. Sobald jemand an Ihrer Tür klingelt und Sie sagen, das sind keine privaten Vorräte, sondern Warenproben aus meinem Geschäft, ändert sich alles. Wir kämpfen nicht gegen das System, sondern kontern seine Schachzüge mit seinen eigenen Mitteln. Angenommen, Sie haben alles richtig gemacht, aber das Ordnungsamt wirft trotzdem einen Blick in Ihre Speisekammer. Was werden Sie sehen? Wild gestapelte Säcke oder militärische Disziplin? Freunde, Ihre Speisekammer sollte wie ein Supermarktregal aussehen, nicht wie ein Lagerhaus. Jede Dose sollte Etiketten haben, die einem Rotationssystem entsprechen. Bringen Sie Zettel an wie mindestens haltbar bis diese Dose wird zuerst verwendet. Warum?
weil der Beamte beim Anblick dieser Etiketten denken wird, dieser Mann ist kein Hamsterer, sondern ein bewusster Konsument, der Lebensmittelverschwendung vermeidet und alles dokumentiert. Hamstern ist eine Straftat, aber Lebensmittelmanagement ist eine Lebenseinstellung. Ihre Etiketten und ihre Organisation werden jeden möglichen Vorwurf der Hortung entkräften, noch bevor er überhaupt ihre Tür erreicht. Nun zum entscheidenden Punkt. Wasser. Es fällt doch kostenlos vom Himmel, oder? Aber wir sind hier in Deutschland. Im Jahr 2026 wird jeder Tropfen Wasser, der von ihrem Dach in ihre Tonne tropft, unter den wachsamen Augen der Bürokratie stehen. Meine Konkurrenten raten Ihnen, bauen Sie eine Zisterne, melden Sie es nicht, es wird schon niemand merken. Aber mal ehrlich, mit diesem Rat bekommen Sie nur Ärger mit Ihrem Nachbarn. Die Trinkwasserverordnung, zuletzt aktualisiert 2026, ist eindeutig. Schließt man eine Wasseranlage an die Hausinstallation an, Toilette, Waschmaschine, gilt dies als Festinstallation. Und dann stehen Gemeinde, Gesundheitsamt und Wasserversorger vor der Tür. Ich kann Sie schon sagen hören, aber sollten wir nicht unabhängig sein? Keine Sorge, auch hier hat der Kommissar eine Lösung parat. Die größte Gesetzeslücke im deutschen Recht ist die Definition von fest. Sammelt man Regenwasser in einer Zisterne und verlegt eine Leitung ins Haus, wird man kontrolliert. Hält man das Wasser aber in einem separaten Tank im Freien, filtert es bei Bedarf mit einem mobilen Wasserfilter und transportiert es dann in einem Behälter ins Haus, gilt das nicht als Festinstallation, sondern lediglich als Gartenbewässerung oder vorübergehende Wasserspeicherung. Kontrollen sind ausgeschlossen. Den Kommunen geht es eigentlich nicht darum, ob sie das Wasser trinken, sondern ob sie es nach Gebrauch kostenlos in den Abfluss kippen. Bis 2026 werden intelligente Wasserzähler weit verbreitet sein. Wenn sie zu wenig Wasser aus dem Netz entnehmen und zu viel in die Kanalisation einleiten, meldet das System Wasserdiebstahl. Die Lösung: nutzen Sie das gesammelte Wasser nur dort, wo es nicht in die Kanalisation fließt, Garten, Reinigung, oder filtern Sie Ihr Grauwasser, Abwasser im Garten und führen Sie es dem Boden wieder zu. Ihre Konkurrenten werden versuchen, Ihnen teure Systeme zu verkaufen. Aber als Kommissar kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, im Jahr 2026 werden UVC-LED-Systeme und Keramikfilter Leben retten, nicht Chlortabletten. Diese gelten als tragbare Geräte. Finger weg von den Leitungen in Ihrem Haus. Richten Sie eine unabhängige Wasserstation ein. Der Beamte kann nicht mehr fragen, wohin führt dieses Rohr? Denn es gibt kein Rohr mehr, nur noch einen Tank und einen Filter. So umgehen wir das Gesetz. Nun zum entscheidenden Punkt. Es klopft an Ihrer Tür. Ob es das Ordnungsamt oder die Polizei ist, spielt keine Rolle. Was tun Sie? Geraten Sie in Panik und lassen Sie herein? Niemals. Sehen Sie, das ist Artikel 13 des Grundgesetzes. Lesen Sie ihn. Die Wohnung ist unverletzlich. Dieser Satz ist Ihr größter Schutz. Selbst die komplexen Regelungen von 2026 können diesen Artikel nicht so einfach umgehen. In Deutschland werden 2026 90% der Kontrollen aufgrund von Beschwerden durchgeführt. Wenn Sie 200 Liter Diesel in Ihrer Garage lagern und der Geruch bis zum Nachbarn zieht, wenn Sie mit Ihrem Walkie-Talkie in der Nachbarschaft prahlen oder wenn Sie Ihrem Nachbarn den riesigen Regenwasserspeicher auf dem Dach ins Gesicht halten, haben Sie das Ordnungsamt selbst vor Ihre Tür eingeladen. Die Grundlage die Strategie des Kommissars ist es, unauffällig zu leben. Bleiben Sie im Verborgenen. Ihre Vorbereitung erfolgt stillschweigend. Ihre Verteidigung ist legal, Ihre Ausrüstung versteckt. Seien Sie sich im Klaren. Der Nachbar, der Sie in einer Krise um Brot bittet, könnte derselbe sein, der Sie vor der Krise denunziert hat. Deshalb habe ich in der PDF-Datei nicht nur juristische Artikel, sondern auch Taktiken der sozialen Tarnung aufgenommen. Lesen Sie sie aufmerksam. Wenn der Beamte an der Tür keinen richterlichen Durchsuchungsbefehl hat, dürfen Sie ihm den Zutritt verweigern. Niemand darf das Haus betreten, außer bei unmittelbarer Gefahr. Sprechen Sie niemals mit dem Beamten in dem Raum, in dem sich Ihre Vorratskammer befindet. Gehen Sie nach draußen, schließen Sie die Tür hinter sich und sprechen Sie im Garten. Seien Sie höflich und sagen Sie: Bitte kommen Sie herein, Herr Beamter, ich kann Ihnen helfen, bin aber gerade nicht verfügbar. Lassen Sie den Beamten nicht hineinsehen. Er kann keine Anzeige erstatten oder ein Bußgeld verhängen, wenn er nichts sieht. Im Jahr 2026 könnte jeder Beamte eine Körperkamera tragen. Seien Sie vorsichtig, was Sie sagen. Sprechen Sie nicht über Ihre Vorräte. Sagen Sie nicht: Ich bin vorbereitet, sondern: Ich halte mich an die Vorschriften. Ihre Worte sind Ihre Munition. Verfehlen Sie sie nicht. Das Überleben in Deutschland im Jahr 2026 besteht nicht nur darin, Konserven zu horten oder einen Generator zu betreiben. Es ist ein Spiel mit Köpfchen. Während meine Gegner sie mit Angst lähmen, schaffe ich ihnen Handlungsspielraum.
Denken Sie daran, Freunde, es geht nicht nur um Mehl und Treibstoff. In der eingeschränkten Welt der Medizin im Jahr 2026 könnte auch Ihr Hausapothekenschrank Gegenstand einer Inspektion sein. Die Lagerung von rezeptfreien Antibiotika oder übermäßigen Mengen an Schmerzmitteln kann Sie in eine schwierige Lage bringen. In der PDF-Datei finden Sie auch Informationen darüber, wie Sie diese Medikamente legal als Bestandteil Ihrer Hausapotheke aufbewahren können. Ich habe Tage gebraucht, um diese PDF-Datei vorzubereiten. Sie enthält die Treibstoffgrenzwerte der einzelnen Bundesstaaten, wichtige Formulierungen für Kontrollen und alle aktuellen Vorschriften für 2026. Diese PDF-Datei ist nicht nur eine Liste, sie ist Ihr Rechtsschutz. Schreiben Sie Grauer Mann in die Kommentare, um die PDF-Datei zu erhalten. Wenn Ihnen die Erfahrung dieses älteren Kommissars etwas bedeutet, abonnieren Sie meinen Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um meine Arbeit zu würdigen. Denn im Krisenfall können nur diejenigen ihre Lieben schützen, die wissen, was zu tun ist. Andere warten einfach nur auf die Geldstrafe, die der Polizist im dunkelblauen Mantel verhängen wird. Seien Sie vorbereitet, halten Sie sich an die Gesetze, aber am wichtigsten, seien Sie wachsam. Ich bin der Polizeipräsident. Wir sehen uns bei der nächsten Analyse.